haben wir genau das Problem, dass der Teppich da vorne ansteht, dann dreht er sich da auf, dann kriege ich ihn da nicht mehr runter, weil er sich spießt, weil der natürlich voll dick ist. Die Wanne ist eigentlich nur, wie du sagst, in dem Bereich da so. Genau. Den Boden müssen die quasi abheben. Die Frage ist nur, wie mache ich das, dass nur der Boden alleine weg ist. So, los geht's. Schneiden wir mal die erste. Boah, der Durchschnitt geht ja gar nicht. Das muss ich den Vorbesitzer schicken, das Video. Ich hab mir wieder den Abschluss noch. Ich trage jetzt da schon ein bisschen ein Faserkit auf, damit, wenn ich nachher die Aluplatten einsetze, schon gleich ein bisschen ein Kit mit abgezogen wird, dass ich von unten her auch ein bisschen Stabilität zusammenbringe. Da zieht da Blödeln. Eine Werbeeinschaltung quasi. Eine Live-Werbeeinschaltung. Das muss eine Produktplatzierung. So, jetzt da auf die Sockel. Irgendwer muss ja das finanzieren. Da haben wir Produktplatzierung. Da haben wir gleich einen Kit drauf, der aber überall besser hält als wie auf meinen Sockel. Genau, filmen wir dann übrigens mit den Handys, mit den Galaxy Nexus. Das sind super Handys, nicht nur zum Telefonieren, sondern auch zum Filmen. Setzen wir die Platten auf. Verkehrt. Ja, das passt schon so. Ah, ist okay. So, hinten Kit. Das flutscht. Das flutscht. Ich sollte das jetzt alles selbst ein wenig einrichten. Die Überschüssige werde ich einfach von weg schleifen, eine Center schleifen. So, ich habe jetzt die Aluplatten da eingesetzt und mit einem Kit befestigt. Und wie ihr vorher gesehen habt, sind da drunter 4 so Sockel drinnen, so Säulen, die ich auch mit einem Kit beschmiert habe. Damit ich, wenn ich jetzt die Platten da drauf lege, der Kit sich mit der Aluminiumplatten da verbindet und auseinanderdrückt wird. Jetzt habe ich automatisch den Hohlraum, der zwischen dem Sockel und der Aluplatten ist, auch ausgeglichen. Wenn das dann durchgehärtet ist, werde ich ein Loch durch die Aluplatten, durch den Sockel und durch die Unterseiten des Gehäuses bohren und dann später mit 4 Schrauben das Ganze zusammenspannen. Somit erwarte ich mir eine richtig gute Verstrebung von den beiden Platten, damit sie das nicht so aufschwingen kann. Die Steuerung für die Woofer sind einmal provisorisch fixiert, damit sie mal halten. Jetzt habe ich unterbei alles zugeklebt, damit ich den Kit nicht durch eindrucke. Und jetzt werde ich gleich anfangen damit, dass ich das Ganze auskette.
Um ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, wie das neue Armaturenbrett werden kann, habe ich mal die Träger der Mittelkonsole eingeschraubt, damit ich mir da ein bisschen leichter tue. Ich möchte, dass das direkt in einem übergeht, dieser Linie entlang bis da runter, damit ich dann am selben Abschluss komme, wie normalerweise das kleine Fachel hat. Drunter sieht man schon den Subwoofer, wie weit der eigentlich da dahinter sitzt, hinter der originalen Blende. Ich habe jetzt die Schablone da aufs Holz übertragen, weil ich von der Seitenwand 4 gleiche Teile brauche, die ich dann einmal provisorisch an die Armaturenbretthalter befestigen werde, damit ich mal ungefähr ahnen kann, wie das werden wird. Wir haben es jetzt so geändert, dass es dann am gleichmäßigen Verlauf direkt da, dass da rausläuft und nicht da. Das heißt, es läuft, wie mache ich das? So in einen leichten Bogen läuft so aus. Das heißt, unten schließt man komplett gleich ab, nur seitlich werden wir es verändern. Wir haben geglaubt, wir werden das seitlich weiter runterziehen, damit wir da ein bisschen Volumen rauskitzeln. Jetzt haben wir die beiden äußeren Bretteln einmal montiert im Auto und es hat sich herausgestellt, dass das doch keine so gute Idee ist. Und deshalb werden wir die Rundung exakt wieder so machen, wie es ursprünglich vom TT-Armaturenbrett ist. Das haben wir jetzt da schon so umgerissen. Somit werden wir wieder den gleichen Abschluss haben, wie das Original ist, und werden sich einiges an Arbeit und Unannehmlichkeiten sparen. Das heißt, wir schneiden jetzt wieder alle weg und haben viel Lärm um nichts gemacht. Damit ich den Airbag ausnehmen kann aus dem Gehäuse vom Tiefmitteltöner, muss ich da eine Einhausung bauen. Und zur Hilfe nehme ich mir da eine Schnur, die ich da umspanne zu den Eckbretteln, damit ich das in eine Flucht bringen kann. Damit ich das eben einrichten kann, damit damit ich den Airbag, wenn man einen Hänger hat, bleibt man ganz schön hängen. Hey. Und jetzt sieht man gleich, warum die Schablone wichtig ist, weil der Hammer hat einen wichtigen Teil dafür verwendet, so wie es ausschaut.